Ich habe ein Zine erstellt und in diesem Video möchte ich einmal zeigen, wie ich das Ganze wirklich von A bis Z geplant, erstellt, gezeichnet und gedruckt habe. Zuerst mal, was sind überhaupt Zines? Zines ist die Abkürzung für Magazine und Zines sind kleine, selbstgemachte Publikationen, die meist in sehr kleinen Auflagen gedruckt werden. Dabei sind sie meistens nicht kommerziell, das heißt, das Ziel ist nicht, damit groß Geld zu machen, sondern es geht eher um die Verbreitung von Botschaften. Das können politische Botschaften sein, das können aber auch künstlerische Botschaften sein. Und bei der Themenwahl ist man bei Zines komplett frei. Also da ist wirklich alles erlaubt, von persönlichen Geschichten, Fotos, Poesie, politische Themen. Es gibt eigentlich nichts, worüber es kein Zine gibt. Und na klar, ich hatte da natürlich auch 2 Ideen für Zines. Und der Begriff Zine, den kenne ich schon recht lange. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum ersten Mal darauf gestoßen bin. Es kann sein, dass es mal bei einer Anime-Convention war. Ich war in meiner Jugend ganz viel auf Anime- und Manga-Conventions und da gab es immer große Künstlerbereiche, wo KünstlerInnen einfach ihre Werke verkauft haben und da gab es auch einige Zines, die ich da gesehen habe. Den Begriff kannte ich auf jeden Fall schon länger und 2018 hatte ich auch mal den Plan geschmiedet, ein eigenes Zine zu erstellen, nämlich eins über mein Lieblingsland Taiwan. Und damals bin ich an meinem eigenen Perfektionismus gescheitert. Also ich habe mir damals vorgenommen, ja, das muss das beste Zine, das größte, umfassendste Zine ever werden. Und mein Fehler damals war, dass ich natürlich zu viel wollte. Also ich hatte so eine richtige Enzyklopädie im Kopf und das war natürlich total zum Scheitern verurteilt. Habe da ganz motiviert angefangen, habe da einige Seiten erstellt und habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich mich da total übernommen hatte. Und auch wenn Taiwan mein Lieblingsland ist, bin ich natürlich trotzdem nur Touristin und habe da überhaupt gar nicht so ein Fachwissen, um da sowas, so ein krasses Reisehandbuch zu veröffentlichen. Und dann habe ich das Ganze, die Idee wieder ruhen lassen und hatte das aber immer so im Kopf und wollte das immer mal machen. Und vor kurzem ist mir diese Idee wieder eingefallen und ja, ich habe dann angefangen, einige Zines von Zine-KünstlerInnen zu bestellen als Inspiration und bin da auf richtig coole Sachen gestoßen und habe dann auch, wie ihr hier jetzt einmal seht, ganz verschiedene Formate ausprobiert, habe dann aber direkt gedacht, ich mache den Fehler von damals nicht nochmal und wollte mich dann bewusst beschränken und habe mir dann überlegt, ich möchte mit einem Zine starten, das ich auf einer DIN A4-Seite erstellen kann und zu Hause drucken kann. Und auch da gibt es verschiedene Formen, wie man aus einem DIN A4-Blatt ein kleines Heftchen falten kann. Und ich habe mir da einfach so ein paar Dummies gebaut, also so ein paar Rohlinge sozusagen gefaltet und auch teilweise getackert und mal so geguckt, was mir da so am besten gefällt. Und es gibt in der Zine-Szene so ein klassisches Zine-Format, sage ich jetzt mal. Das hat insgesamt 8 Seiten mit Cover und Rückseite und besteht, wie gesagt, aus einem DIN A4-Blatt, wird gefaltet, nicht getackert. Das heißt, in der Mitte wird das einmal eingeschnitten und dann gefaltet und dann hat man so ein kleines, ja, Mini-Zine. Und das ist super einfach herzustellen. Das Schöne ist, man kann es zu Hause auf dem ganz normalen Drucker drucken. Man muss dafür nicht in den Copyshop. Und deshalb gab es da für mich eigentlich keine Ausrede, weshalb ich das nicht sofort starten konnte. Und ich habe mich dann recht schnell für ein Thema entschieden. Im Zweifel entscheide ich mich natürlich immer für meine Katzen, für die Schnurrbärts, ganz klar. Und dann dachte ich mir, ich erstelle ein Zine, in dem ich erzähle, wie die Schnurrbärts zu mir gekommen sind. Und der Name war recht schnell gefunden. Ich habe das super clevere Wortspiel Amazine Schnurrbärts gewählt. Ich bin mir sicher, noch niemand kam auf die Idee, ein Zine Amazine zu nennen. Ich bin bestimmt die Erste. Und unter uns gesagt, ich hatte damals auch mein Taiwan Travel Zine schon Amazing Taiwan im Kopf. Dementsprechend, ja, wow. Nicht wirklich die kreativste Lösung, aber wenn ich so kleine Kreativprojekte mache, dann sage ich mir immer, die erste Idee ist erstmal die beste. Solange ich keine bessere habe, nehme ich die und bin da sehr
ja, pragmatisch unterwegs. Mein Anspruch ist da auf jeden Fall erstmal so ins Machen zu kommen und jetzt nicht daran zu scheitern, nicht den perfekten Titel zu haben. Das wäre mir vor ein paar Jahren noch so passiert, da hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen, weil ich da eben gar nicht gestartet hätte, sondern gedacht, wow, ich brauche erstmal einen tollen Titel, ich brauche erstmal eine mega krasse Idee und ich zeichne nicht gut genug und ich habe nicht so tolle Storytelling-Skills und so. Also man verarscht sich da ja ganz schnell selber und denkt sich so, ja, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich muss erst noch eine Schulung im Thema Scenes machen oder so. Ich war früher auch so und das hat mich ganz schön davon abgehalten, einfach schöne, kreative Dinge zu tun. Und inzwischen sehe ich das Ganze so ein bisschen lockerer. Und ich weiß natürlich, ich bin nicht die beste Zeichnerin. Das ist nicht das kreativste Scene, das es auf dieser Welt gibt. Es gibt bestimmt sehr, sehr viele Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können. Aber ich will mich davon überhaupt nicht zurückhalten lassen, sondern ich denke mir immer, wenn ich nur was halb Geiles mache, ist es immer noch besser, als wenn ich in meinem Kopf mir irgendwas Perfektes zusammenspinne, das aber niemals auf die Straße bringe. Und diese Denkweise habe ich sowohl in Kreativprojekten wie jetzt hier dieses Scene, als auch übrigens in meinem beruflichen Alltag. Also Jenny Works ist ja eigentlich ein Blog und ein Kanal über meine Selbstständigkeit und vielleicht hast du dich jetzt schon gefragt, hey, warum habe ich jetzt hier so ein DIY-Video auf dem Kanal? Und ich glaube, dass mir meine Passion Projects, also meine Kreativprojekte, die ich neben dem knallharten Business sozusagen mache, auch sehr viel für meinen Beruf geben. Also mein Beruf ist ja schon kreativ. Ich bin ja Social Media Managerin, das heißt, ich überlege mir Postings, ich erstelle Grafiken, ich schreibe Texte. Das ist durchaus eine kreative Arbeit und natürlich ist nicht jedes Kundenprojekt mega auf meiner Wellenlänge. Das heißt also, nicht in jedem Kundenprojekt schreibe ich oder kann ich das umsetzen, was ich mir so kreativ vorstelle. Und da ist es für mich immer wichtig, dass ich neben meinem Beruf, der mir meinen Geldbeutel füllt, auch immer was habe, was so mein Herz füllt. Und das klingt jetzt so mega cheesy, aber ich habe das in der Vergangenheit schon gemerkt, dass das schon auch wichtig ist und dass ich darauf eben achten muss, dass ich auch Dinge mache, die mir Spaß machen und die jetzt nicht unbedingt einen monetären Erfolg haben oder die auch gar nicht dafür ausgelegt sind, irgendwie Geld zu verdienen, sondern die eben einfach schön sind und mir Spaß machen und mich da so ein bisschen kreativ herausfordern. Und dieses Scene war echt eine sehr schöne Herausforderung. Ich habe mir da einen Samstag Zeit genommen. Das war auch so ein beschränktes Zeitfenster. Also ich wusste, okay, ich habe jetzt hier einen Samstagnachmittag, den ich dafür mir nehmen kann. Das heißt, ich hatte auch gar keine Zeit, das so richtig krass zu zerdenken, wie man das ja auch manchmal macht. Vielleicht kennt ihr das. Sondern ich wusste, ich habe jetzt 3, 4, 5 Stunden, mir was zu überlegen, das zu drucken, zu schneiden, zu falten, zu zeichnen, was auch immer. Und dann wollte ich das eben fertig haben. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und hier könnt ihr mir die ganze Zeit schon fleißig beim Scene-Zeichnen zuschauen. Und ihr seht hier schon, also bei aller Bescheidenheit, aber ich bin nicht die größte Zeichnerin natürlich. Aber das hält mich eben nicht davon ab. Ich nutze die Skills, die ich habe. Ich illustriere damit so die Ideen, die ich habe und für mich reicht das. Und das ist oft so der Punkt, bei dem der eigene Perfektionist im Kopf dann sagt so, ja, aber du bist jetzt gar nicht die beste Zeichnerin der Welt. Und das ist natürlich absolut richtig. Das ist mir aber so ein bisschen egal, denn für meinen Zweck reichen meine Zeichenkünste total aus. Also ich kann meine Geschichte erzählen, ich kann hier die Geschichte des Schnurrbärts erzählen und ja, also ich finde es auch ganz süß. Also natürlich ist das jetzt nicht die beste zeichnerische Leistung, aber darauf kommt es ja nicht an. Also will ich jetzt vielleicht in einem Verlag ein Zeichenbuch veröffentlichen, würde das vielleicht nicht ausreichen. Aber das Schöne an Scenes ist ja auch, dass es da keine Gatekeeper gibt. Also ich bin gleichzeitig Autorin, Produzentin, Druckerin, Verlag, was auch immer. Das heißt, wer soll mich abhalten, außer ich selbst. Ich nehme mir da einfach so die Freiheit raus, eben auch meine unperfekten Geschichten zu machen. Damit ich nicht so in die Perfektionismusfalle tappe, habe ich mir hier eben so ein paar Grenzen gesetzt. Denn ich finde immer, ich zumindest brauche Grenzen, um kreativ zu sein. Und hier waren meine Grenzen ganz klar, dass ich mir gesagt habe, A, es muss auf ein DIN A4-Blatt passen, B, ich wollte das analog machen, das heißt also
nichts digital zeichnen, weil da komme ich auch ganz schnell in Perfektionismus und denke mir, ja, da kann man ja noch ein bisschen mehr rausholen. Nee, also ich musste das mit Stift und Papier machen und nicht irgendwie noch Computer einsetzen. Und ich hatte eben diese zeitliche Begrenzung. Also dass ich gesagt habe, okay, hier an diesem Samstag, das möchte ich hier auch fertig machen. Und eigentlich hatte ich mir auch vorgenommen, nur Materialien zu nutzen, die ich auch zu Hause hatte. Also ich zeichne auch privat ganz viel, also auch auf meinem ersten YouTube-Kanal, da geht es nur ums Zeichnen und Journalen und dementsprechend bin ich schon echt gut ausgestattet. Also ich kann mich nicht beschweren, ich habe Stifte in jeglicher Varianz hier zu Hause, ich habe ganz tolle Papiere zu Hause etc. Aber natürlich dachte ich mir dann trotzdem, ich muss natürlich shoppen gehen und bin hier in der Nähe dann in einen Bürowarenladen und habe dann noch ein bisschen hübsches, buntes Papier gekauft und noch ein bisschen andere Sachen. Also zum einen so Fotokleber, das heißt also so Klebeecken, mit denen man Bilder einkleben kann. Und dann auch meinen liebsten Collagenkleber, den Fixogum, wer den nicht kennt, also googelt das mal, das ist wahnsinnig cool, ich mag den total gerne. Natürlich, der Hauptakteur war natürlich buntes Pastellpapier. Ich habe dann alles nochmal ein bisschen sauberer auf ein neues Blatt Papier gezeichnet und mir da nochmal ein bisschen mehr Mühe gegeben als bei der Grobskizzenplanung vorhin und habe mir dann auch nochmal ein bisschen Gedanken über die Texte gemacht. Das heißt, wo sollte welcher Text stehen, wie sollte auch das Cover aufgebaut sein und dann habe ich diese Buchstabensticker, die ich im Bürowarenladen gekauft hatte, auch benutzt. Die waren ein bisschen groß. Ich habe das so ein bisschen überschätzt, ehrlich gesagt. Aber da dachte ich mir auch, gut, ich habe jetzt die Option, das Ganze zu lassen oder die einfach zu benutzen und habe mich dann dafür entschieden, das einfach auszuprobieren. Und es hat dann auch so einigermaßen geklappt. Ursprünglich wollte ich eigentlich alle Texte mit diesen Buchstabenstickern setzen, aber ja, also das hätte ja vorne und hinten nicht geklappt, deshalb habe ich immer nur ausgewählte Schlagworte und eben den Titel damit geklebt und den Rest dann per Hand geschrieben. Und ihr seht hier auch, dass ich da ein paar Mal die Buchstaben nochmal neu anordnen musste und dabei das Papier so ein bisschen kaputt mache. Aber das macht gar nichts, denn ich habe später das Scene sowieso kopiert und da hat man das überhaupt nicht gesehen. Außerdem, wie immer, lautete ja mein Motto Better done than perfect. Und ich habe mir dann nochmal so ein bisschen über die Aufteilung der Texte Gedanken gemacht, habe dann noch ein bisschen was umgeschrieben. Und dann habe ich alle meine schwarzen Stifte einmal hier probemäßig ausprobiert, um zu gucken, welche Strichstärke mir da am besten gefällt. Habe mich dann für den Pentel Sign Brush da entschieden und habe damit dann meine Texte geschrieben. Vorher habe ich dann noch so ein paar Schlagworte mit den Stickern gemacht und habe die Schnurrbarts dann noch mit Aquarell ein bisschen schattiert. Hier seht ihr mich, wie ich noch Farbe benutze. Das ist mir dann später eingefallen, dass ich die Sachen ja schwarz-weiß kopieren werde und die Farben gar nicht sichtbar sein werden. Deshalb habe ich hier Gimli. Mein Kater ist eigentlich ein roter Kater. Ich wollte den eigentlich erst hier orange zeichnen. Dann ist mir aber halt eingefallen, dass es ja sowieso dann in schwarz-weiß gedruckt wird. Deshalb habe ich ihn dann hier auch nur grau schattiert. Ich habe dann recht schnell gemerkt, hups, wäre vielleicht besser gewesen, Aquarellpapier zu benutzen. Aber auch hier einfach machen. Es ist nicht perfekt. Aber wie gesagt, das ist mir auch total egal. Sondern es geht mir einfach nur darum, das einfach durchzuziehen. Und hier seht ihr einmal, wie das Ganze fertig aussieht. Hier mache ich einige Feinheiten, das heißt, ich radiere weg. Ich mache dann auch so ein paar kleine Feinheiten und Details. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, das reicht jetzt, ich bin fertig. Und auch diese Entscheidung zu treffen ist auch super wichtig, denn manchmal hat man ja so Projekte, wo man denkt, ja, es geht immer noch ein bisschen besser. Und hier hatte ich mir, wie gesagt, diesen Zeitrahmen gesetzt und wollte am Samstagabend fertig werden. Und habe dann einfach entschieden, so, das ist das Beste, was ich in diesem Zeitraum mit diesem Material machen kann. Und dann bin ich zu meinem kleinen Drucker, habe das Ganze dann auf den Scanner gelegt und einfach kopiert. Das kam dabei raus. Oben seht ihr meinen Kater Mero, der da Wache schiebt und das Ganze druckmäßig auch überprüft. Er hat mir dann die Freigabe erteilt. Und dann habe ich hier ganz viele Scenes gefaltet in jeglichen Pastellfarben, die ich eben hatte. Und ja, ich habe insgesamt 20 Stück gefaltet und gedruckt. Das war total meditativ, also es hat mir mega gut gefallen.
und habe die ganzen dann auf Twitter verschenkt. Ich habe auf Twitter so ein bisschen live über mein Zine getwittert und habe dann gefragt, wer denn gerne ein Zine haben möchte. Und da haben sich dann zum Glück auch 20 Leute gemeldet und denen habe ich das dann geschickt. Und so viel kann ich sagen, das war nicht mein letztes Zine. Ich war letztes Wochenende bei einem Riso-Workshop, das ist ein besonderes Druckverfahren, und habe dort ein zweites Zine erstellt. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr, denn eventuell bin ich jetzt komplett im Zine-Fieber und wie man das als normaler Mensch so macht, habe ich zu meiner neuen Zine-Leidenschaft auch spontan eine neue Webseite erstellt. Und in meinem Kopf war das so eine Ressourcensammlung von Templates, von Ideen, von Inspirationen und auch einer Sammlung von meinen eigenen Zines. Und da habe ich am Freitagabend mich hingesetzt und habe eine neue Website gebaut. Und auch da ist wieder mein Motto Better Done Than Perfect. Sie ist bestimmt nicht perfekt, aber sie ist done und online. Und dachte, ja, das zeige ich euch nochmal zum Abschluss. Und da möchte ich zukünftig jetzt meine Zines sammeln. Und damit sind wir am Ende dieses Videos. Vielleicht konnte ich euch ja so ein bisschen inspirieren. Vielleicht ja sogar zu einem Zine. Wenn ja, schreibt mir gerne und erzählt mir davon. Ansonsten bin ich gespannt, wie dieses experimentellere Video bei euch angekommen ist. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob euch das gefallen hat oder nicht. Nächste Woche gibt es wieder einen normalen Vlog, denke ich. Ja. Und deshalb wünsche ich euch bis dahin eine schöne Woche. Wir hören und sehen uns. Und ja, wie verabschiedet man sich in einem Video, ohne dass es awkward wird? Aber ich glaube, diese Schwelle habe ich schon überschritten. Naja, dann sage ich mal, ciao.